Hallo und herzlich willkommen zu Anna und Olli auf Reisen. Heute sind wir in einer Stadt, die wie aus einem Märchenbuch entsprungen scheint, Brügge. Brügge ist berühmt für seine mittelalterliche Architektur, romantische Grachten, wie ihr hinten sehen könnt im Hintergrund, und versteckte Innenhöfe und natürlich für seine köstlichen Waffel und Pralinen, die wir bestimmt heute auch nochmal probieren werden, oder? Heute zeigen wir euch hier die schönsten Ecken von Brügge und geben euch unsere besten Tipps für einen unvergesslichen Tag in Brügge. Und ich kann euch sagen, da gibt es einiges hier. Ihr seht schon hinten so ein bisschen die Fassaden. Ja, und das ist wirklich nur der Anfang von dem Video. Also bleibt dran. Es bleibt spannend, wir freuen uns. Unser erster Halt ist der Marktplatz von Brügge, das historische Zentrum der Stadt. Umgeben von wunderschönen Giebelhäusern und Cafés fühlt es sich an, als würde man eine Zeitreise ins Mittelalter machen. Das hier ist der Belfried von Brügge. Mit 83 Meter, eins der Wahrzeichen der Stadt. Insgesamt hat er 366 Stufen und wer dies schafft hochzukommen, wird mit einem atemberaubenden Blick über Brügge belohnt. Was mich interessieren würde, würdet ihr den Turm besteigen, die kompletten 366 Treppen, oder genießt ihr lieber die Aussicht von unten? Schreibt uns mal gerne in die Kommentare. In Brügge gibt es die besten belgischen Waffeln, obwohl die in Brüssel auch nicht schlecht waren jetzt. Ne? Die Brüsseler Variante ist luftig und leicht, wenn ihr hier die Lütticher Waffel seht. Und die ist halt etwas kompakter und karamellisiert. Und ihr könnt euch natürlich hier auch lecker Toppings machen, wie hier Marshmallows und Smarties. Unser Tipp: Probiert hier eine Waffel mit frischen Erdbeeren und belgischer Schokolade. Ein echtes Geschmackserlebnis. Hier am Rosenhüttkai findet ihr das Fotomotiv von Brügge mit Blick auf die Grachten, alte Fassaden und den Belfried im Hintergrund. Egal zu welcher Tageszeit ihr hier seid, dieser Ort sieht einfach immer magisch aus. Ja. Brügge wird oft das Venedig des Nordens genannt. Und das völlig zu Recht. Die verwinkelten Grachten und die alten Brücken machen diese Stadt einfach einzigartig. Eine Bootsfahrt ist definitiv ein Muss. Hier bekommt ihr die schönsten Ausblicke auf die Stadt aus einer ganz neuen Perspektive. Aber der ganze Spaß ist nicht ganz günstig, kostet 15 € pro Person. Jetzt machen wir eine schöne Bootsfahrt und nehmen euch mit, zeigen euch ein paar herrliche Ausblicke und Sehenswürdigkeiten. Viel Spaß! Noch ein Tipp für euch: Früh morgens oder am späten Nachmittag sind die Kanäle weniger befüllt
Dann könnt ihr die Fahrt richtig genießen. Neben den Waffeln sind die belgischen Pommes ein unbedingtes Muss. Schön doppelt frittiert für Rainer Kallmund und für die perfekte Knusprigkeit. Und wir haben jetzt noch eine Soße dabei. Das war die Andalusien-Soße, ne? Genau, Oder andalusische Soße hier. So. Probieren wir jetzt Ich mal. hatte letztes Mal so eine ganz scharfe Diavolo-Soße oder so ähnlich. Und jetzt probieren wir mal die hier. Boah, ist Schmeckt lecker. Ja? Die Soße ist echt gut. Komm, dann essen wir mal in Aber- Ruhe jetzt. Warte, die Pommes. Okay. Gut. Okay. Dann kommen wir natürlich zu meinem absoluten Highlight mit leckerer belgischer Schokolade, belgische Pralinen. Schaut euch mal diese Meisterwerke hier an. Seid ihr eher Team Waffel, Pommes oder Schokolade? Schreibt's gerne in die Kommentare. Hier sind wir jetzt bei dem heimlichen Herzen von Brügge. Wir sind hier direkt vom Minnewater, auch bekannt als der See der Liebe. Ja, romantischer geht's kaum. Wenn man hier keinen Kuss kriegt, dann vielleicht wenigstens einen schönen Instagram-Post. Mein Kuss habe ich bekommen. Der Minnewater Park ist ein echtes Postkartenmotiv mit ruhigen Wassern, alten Bäumen und der Legende von Minna, die er angeblich aus Liebeskummer ihr Leben ließ. Ja, romantisch und tragisch. Eine echte Netflix-Serie in einem See.
Heute ist es vor allem ein Ort zum Spazieren, Schwäne gucken und zum Verlieben natürlich. Ja. Oder auch zum Waffelessen. Alles valide Optionen, die man hier machen kann. Und denkt dran, wer mit seiner großen Liebe über die Brücke hier geht, Wie jetzt viele gerade machen. genau, soll angeblich für immer zusammenbleiben. Falls nicht, sorry, wir übernehmen keine Garantie. Also, Herz nicht verlieren, aber vielleicht euer Herz verschenken. Hier am Minnewater in Brügge. Jetzt wird's ruhig, meine Lieben. Der Beckingenhof ist eine kleine Oase mitten in der Stadt. Hier lebten früher Beginn fromme Frauen, die in einer klosterähnlichen Gemeinschaft lebten. Bitte seid hier besonders leise. Dieser Ort soll seine Ruhe bewahren. Noch heute spürt man hier eine besondere Stille. Okay, jetzt nicht ganz, weil die da vorne quatschen, aber grundsätzlich ist es so. Es ist wirklich ein perfekter Ort hier zum Durchatmen und Entspannen. Viele kennen nur das Zentrum von Brügge. Aber ein echter Geheimtipp sind die Windmühlen von Brügge. Die Windmühlen, die ihr da hinten sehen könnt, liegen etwas außerhalb der Innenstadt und sind perfekt für einen entspannten Spaziergang oder ein Picknick. Hier gibt es, ich glaube, 4 Stück insgesamt. Am Fluss entlang haben wir gesehen. Ja, und hier hinten seht ihr schon mal eine. Und drum habt ihr hier grüne Wiesen und eine Hauptstraße.
Was für ein märchenhafter Tag in Brügge. Von historischen Gassen über romantische Grachten bis hin zu leckeren Waffeln. Die waren mega lecker. Die waren sehr lecker, ja. Ja, diese Stadt hat einfach alles. Welcher Spot hat euch denn am besten gefallen von denen, die wir euch heute gezeigt haben? Oder welchen würdet ihr uns noch empfehlen? Was hätten wir uns noch hier anschauen sollen, was wir heute nicht gesehen haben? Schreibt uns gerne in die Kommentare und vergesst nicht, ein Like dazulassen und natürlich unseren Kanal zu abonnieren, damit ihr noch mehr so tolle Städtevideos bekommt wie dieses hier. Genau. Wie gesagt, schreibt fleißig rein, was hat euch gefallen, welchen Spot hätten wir uns noch anschauen sollen und welches ist euer Highlight hier in Brügge. Vielen Dank schon mal dafür. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.